Hallo liebe Zuschauer und Blender-Fans. Hier ist jetzt das angekündigte Video, welches sich zum Thema dieser Playlist mit den ersten nötigen Vorarbeiten für eine gelungene Animation beschäftigen soll. Dazu etwas vorweg. Ich muss jetzt zwangsläufig den Weg Mut zur Lücke gehen, weil ich längst noch nicht alles zu diesem Thema weiß. Die Inhalte des Videos sind zu einem großen Teil eigene Erfahrungswerte aus meiner Praxis, die zu einem akzeptablen Ergebnis geführt haben. Aber ich weiß zu diesem Zeitpunkt zu vielen Punkten nicht, ob es für einige meiner Handgriffe in der Blender-Umgebung nicht doch einfache oder integrierte Tools gibt. Beginnen wir mit der Ausarbeitung des Meshs im Zusammenhang mit Nutzung von Armaturen, sprich Bones, für Animationen. Ich werde bei künftigen Ausführungen übrigens auch nur noch den Begriff Bones verwenden. Wir wissen ja, dass Bones zu einem Mesh erstellt und recht schnell zum übergeordneten Parent des Meshs werden. Daraus folgt auch, dass bereits vor der Vorbereitung einer angedachten Animation mit Bones das Mesh vollständig ausgearbeitet sein muss. Ich nutze übrigens zur Demonstration hier ein simples Mesh, welches ich mir mit dem Human Gain Add-on erstellt habe. Nur bei ein paar Stellen, wo ich Vergleiche zeige, sind Ausschnitte meines aktuellen Projekts zu sehen. Einer meiner im Einleitungsvideo angedeuteten Fehler, eigentlich sogar der Hauptfehler, war, dass ich ein Mesh durch Separieren erzeugt hatte, als die Bone-Struktur bereits als Parent des Meshs festgelegt war. Dass dieses Vorgehen ein Fehler war, habe ich erst durch erste Animationstests gesehen. Ein durch Separieren erzeugtes Mesh, welches später durch Join wieder mit dem ursprünglichen Mesh vereint wird sich nach dem Join nicht wieder wie vor dem Separieren verhalten, auch und erst recht nicht bei einer Animation, wie wir hier sehen. Dieser Fakt steht zwar im offiziellen Blender-Manual, aber an einer sehr unauffälligen Stelle. Und auch hierzu habe ich im Internet keine deutlichen Hinweise gefunden, obwohl man das als Creator wirklich unbedingt wissen muss. Ich wusste auch hier nicht, dass man danach überhaupt schauen muss. Warum auch? Man sollte so ein Separieren ohnehin nur in Ausnahmefällen anwenden und nach Erstellung der Bone-Struktur und Unterordnung des Meshs ist diese Technik unter allen Umständen zu vermeiden. Sie wird spätestens bei der Animation zu Fehlverhalten führen. Man nehme sich daher besser genügend Zeit und widme seinem Mesh sehr viel Aufmerksamkeit. Je nach Größe und Umfang eures Ziels solltet ihr lieber ein paar Tage oder gar Wochen mehr für nötige Sorgfalt einplanen. Ein sorgfältig ausgearbeitetes Mesh enthält natürlich auch die Stellen, die später deformiert werden sollen. Die müssen sehr sorgfältig modelliert sein. Bei beweglichen humanoiden Modellen sämtliche Gelenke bis hin zu Fingern und Zehen, aber auch Augen, Mund, Lippen, sogar Innereien wie Zähne. Mein Tipp an dieser Stelle: Sichert euch unbedingt die letzte Blender-Projektdatei unmittelbar vor der Erstellung des Bone-Gerüsts an einen sicheren Platz, damit ihr eventuell nötige Korrekturen, die sich erst nach Beginn der Bone-Modellierung ergeben, vornehmen könnt. Es ist zwar ärgerlich, wenn man auf diese Sicherung zurückgreifen muss, weil auch die Arbeit am Bone-Gerüst zeitlich aufwendig ist und man diese notfalls wiederholen muss. Aber immer noch besser, als plötzlich feststellen zu müssen, dass man sich vertan hat und einige Wochen zurückspringen muss, so wie mir das passiert ist. Alternativ, aber durchaus auch parallel, könnt ihr die von Blender automatisch angelegten Sicherheitskopien nutzen, welche bei gleichem Dateinamen die Endung Blend1 aufweisen. Nach dem Motto, doppelt hält besser. Damit die Bones ihren Job so erledigen können, wie wir es uns vorstellen, müssen diese korrekt platziert sein. Es macht einen großen Unterschied, in welcher Grundstellung und auch an welcher Stelle des zu deformierenden Objekts sich ein Bone befindet. Außerdem spielt auch die grundsätzliche Vorgehensweise eine mitentscheidende Rolle. Beim generierten Modell ist eine vollkommen andere Bone-Struktur als bei meinem Projekt vorhanden, bei der auch geänderte Bone-Stellungen kaum Auswirkung auf die Animation zu haben scheinen, während bei meinem Projekt, dessen Basis ich ja als FBX heruntergeladen habe, bereits kleine Veränderungen in der Animation zu sehen sind.
Grundsätzlich ist keine Herangehensweise zu Vorstehendem wirklich falsch. Aber wenn ihr euch für einen Stil entschieden habt, solltet ihr euch unbedingt im gesamten Projekt daran halten. Das macht euch später die Arbeit beim folgenden Punkt deutlich leichter. Des Weiteren muss das Mesh nämlich an den entsprechenden Stellen gekennzeichnet sein. Das geschieht mit Weight Paint. Dieses Werkzeug kommt dabei erst zum Einsatz, wenn das Bone-Gerüst fertig ist und wir es als Parent über das Mesh gesetzt haben. An dieser Stelle spielt es erstmal noch keine Rolle. Zu diesem Thema, also erste Vorbereitungen für die eigentliche Animation, sind wir auch schon wieder am Ende. Wobei es mir ein wenig leid tut, dass ich außer viel Theorie nichts Spektakuläres bieten konnte. Aber auch wenn ich mich wiederhole, diese Grundlagen sind wichtig, ja, unerlässlich für das Gelingen des Projekts einer möglichst realistisch wirkenden Animation. Auch das nächste Video, welches inhaltlich unmittelbar an dieses anknüpfen soll, wird wohl eher etwas trocken und theoretisch wirken. Ich werde dort auf die Gestaltung von Bone-Strukturen und deren Einfluss auf die Animation des Meshs eingehen. Es ist auch bereits in Vorbereitung, kann aber wie dieses Video einen Moment dauern. Wer gerade mit der Arbeit mit Blender begonnen hat, aber auch wie ich schon ein wenig tiefer in die Materie eingedrungen ist, wird bereits wissen, wie umfassend diese Software eigentlich ist. Bis dahin also, viel Spaß weiterhin und wie immer, bleibt alle gesund.